Hello everybody, welcome. It's a beautiful moment to see all these pictures and names popping in. And you know, we know each other more or less for a long time. And I think somehow it's a special moment. It's all the world, as Peter said, it's in a way it's upside down. And I just thought for myself, how can I get along with this? And what came is just how can we reactivate all our skills and what we've learned all the time of preparation to become ready and confident for the unknown of the coming. Ein herzliches Willkommen an euch alle. Es ist so wunderschön, jetzt eure Bilder kommen zu sehen, all die Namen zu lesen. Und ich habe mich gefragt, dass unser Zusammensein jetzt in diesen Zeiten, wo wirklich alles topsy-turvy, wirklich in großem Tumult ist, was wir da beitragen können. Und ich hatte ganz stark das Gefühl, dass all das, was wir in all den Jahren getan haben, um uns vorzubereiten, all unsere Talente und Gaben, die uns zur Verfügung stehen, dass wir sie haben, um diesem Unbekannten jetzt gegenüberzustehen. Maybe it's more also not just remembering and reactivating our skills from this life, it goes much further back. Und ich glaube, es geht noch weiter. Es ist nicht nur das Wiedererinnern und Reaktivieren unserer Talente und Gaben aus diesem Leben, sondern ich denke, es geht noch weiter zurück. So I look forward very much to this time together. And Peter mentioned also, if you do have questions, you have to write them in the chat. And that's the only way we would pick them up later. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit mit euch und mit Peter. Und Peter hat vorgeschlagen, dass eure Fragen, dass ihr sie einfach in den Chat reinschreibt. Ihr seht den Chat ganz unten in der Mitte des Bildschirms auf Zoom und wir werden sie dort abholen. Okay. Enjoy. Floor is yours, Peter. Okay, so grüezi miteinander. Welcome, everybody. Yes, and welcome in a way that includes us all very personally, but is making demands on us very impersonally. Und ein herzliches Willkommen, ein warmes Willkommen an jedes einzelne von uns auf ganz persönliche Art und Weise und auf die Art und Weise, wie es auf unpersönliche Weise von uns allen etwas verlangen wird. Yeah, it is almost as if we are all pushed into a space that is not familiar and expected to get on with it. Es ist, als würde jedes von uns gedrängt werden, in einen Bereich einzutreten, der uns gar nicht vertraut ist. Okay, so very welcome wherever, however, whyever we are as we are. Und wirklich eben ein warmes Willkommen an alle von uns, wo wir gerade, wie wir gerade und warum wir auch gerade. Now, I'm watching the news every day, perhaps like most people. Ich schaue, wie wohl die meisten Leute, auch jeden Tag die Nachrichten. And then I was contemplating if there was no news forecast, there was no communication in that way at all. Ich habe darüber reflektiert, wie es wäre, wenn es keine Nachrichten gäbe, wenn wirklich kein Radio, kein Fernsehen, überhaupt keine Art dieser Kommunikation vorhanden wäre.
we would all be experiencing exactly what is happening in the world, whether it was being reported to us or not. würden wir trotzdem alle genau gleich das miterleben, was auf der Welt gerade geschieht, auch wenn wir eigentlich nichts davon sehen und hören. And so it's in this sense that I was interested to contemplate what is happening without knowing what is happening. In diesem Sinne habe ich viel jetzt darüber reflektiert, was eigentlich gerade passiert, ohne dass ich weiß, was passiert. So, in a way, our theme is the challenge through the four elements. Und so ist unser Thema eigentlich, dass die Herausforderung, die sich an uns stellt, durch die 4 Elemente. So the world is filled with the challenges of what is happening at the level of the earth and air and water and fire. They're all horrible. Die Welt ist wirklich angefüllt mit all den Herausforderungen, die sich uns stellen, durch die Erde, durch das Wasser, durch das Feuer, durch die Luft. Now, the first aspect is in any event that is in the ordinary way very unexpected and very extreme. There is a moment where we are separated from all our familiar concepts and reactions. Der erste Aspekt ist sicher, wenn ein Ereignis uns ganz unerwartet trifft und uns wie von all dem Altvertrauten und Bekannten abtrennt. And this is always very collective. It is simultaneously among so many people, but it is only for, in a way, a microsecond sometimes that there is an entry point of opening. Und das passiert ja meistens wirklich eigentlich auf einer kollektiven Ebene. Es passiert auch meistens in einem ganz kurzen Zeitfenster. And we're literally open to the light of our being part of a world, a culture, a world family. Und uns die Möglichkeit gibt, dass wir Teil werden einer Weltenfamilie. Yeah. And all of these recent events are almost simultaneous. They're very, very within a very short span, and this has great significance. Und all diese Ereignisse, die da in letzter Zeit passiert sind, sie kamen eigentlich in sehr kurzer Abfolge, und das hat sicher seine Bedeutung. Now, when many people at the same time are being both disoriented and also are physically dying, Weil wenn so viele Menschen gleichzeitig in die Desorientierung gebracht werden oder eben sogar ihr Leben verlieren, every single individual must be met as they emerge out of their physical bodies. They must be met, they must be supported, encouraged, they must be guided. weil diese Menschen, die da ganz so plötzlich ihr Leben verlieren, in diesem Prozess müssen sie abgeholt werden, dann begleitet werden. And so all of us are interested in a spiritual philosophy that is both practical and also helpful. Und jedes von uns ist ja interessiert an all diesen spirituellen Aspekten, die aber auch eine ganz praktische Seite haben sollen und hilfreich sein sollen für die Menschen. So that in a parallel sense, we are all very busy meeting, helping, guiding, and supporting those who have been shocked out of their bodies. Und so sind wir im Moment alle sehr beschäftigt im Begleiten, im Unterstützen von diesen Menschen, die ihr Leben verlieren. Yeah, and so this affects us in its own special way, which doesn't mean anything really. We're all affected by it somehow.
Und das betrifft natürlich jedes Einzelne, es berührt uns auf ganz unterschiedliche Weise und es beschäftigt uns. And so from our point of view, in what we want to share, then it's to be conscious of this and to be able to support each other in supporting all the people who are suddenly in a disoriented, and often they're free of their bodies as well. Und so wollen wir aus unserer Sicht eben jetzt diese Zeit auch dazu benutzen, uns gegenseitig zu unterstützen in dieser Zeit, wo wir eben so viele andere unterstützen in ihrem Übergang. Yeah. So the last century saw huge volumes of people who are ready to live a full and rich life, losing their life in conflict. Das letzte Jahrhundert hat ja millionenfach Menschen gesehen, die eigentlich in der Blüte, erst am Anfang und in der Blüte ihres Lebens standen und dann ihr Leben im Krieg verloren haben. And so the etheric body normally is dissolving gradually, and then after physical death, and we enter into our astral body, we enter into the higher dimension. Und normalerweise ja eben in diesem Übergang wird sich so allmählich der Ätherleib auflösen und wir treten wieder voll und ganz in unseren Astralkörper ein, um in den höheren Welten unser Leben fortzusetzen. And then when it is so sudden, we have got an etheric body that is filled with all the life desires and hopes and longings and inner purposes. And this doesn't dissolve very quickly. Aber wenn wir so plötzlich, so unerwartet dem Tod begegnen, dann haben wir einen Ätherleib, der noch voll ist, voller menschlicher Begehren, voller intensiven Lebenswünsche und Ziele, die noch nicht erfüllt sind. Und dieser Ätherleib wird sich nicht so schnell auflösen. Now, what does this mean in terms of our peripheral awareness, our dream life? Was bedeutet das jetzt so in Bezug eben auf unser peripheres Bewusstsein und unser Traumleben? Because each soul is attracted to the frequency of their own state of longing. Weil jede Seele wird ja angezogen von der Frequenz ihres eigenen Sehnens. And so we're in the middle, we're in a way in the middle, we're in a big soup of unfulfilled dreams, longings, hopes, and so weiter. Und so befinden wir uns wie in einer großen Suppe von unerfüllten Träumen und Wünschen. And so, in a way, we need to do our own housekeeping, our own cleansing, cleaning. Und so ist es ganz wichtig, dass wir unsere eigene Hausarbeit auch tun, dass wir uns immer wieder reinigen und klären. And so the working upon our joints, our chakra system, our functions and organs, it's a job. It's a new job. Die Arbeit an unseren Gelenken, an unseren Chakren, an unseren Organen und Systemen, es ist wirklich ein rechter Vollzeitjob. Now, in a way, I mean, Rolf was mentioning all the studies we've already done, all the times that we have already worked with ourselves and with meditation and so weiter. Rolf hat ja auch all die Zeiten erwähnt, an denen wir bereits an uns gearbeitet haben, die Zeiten, die wir meditiert haben und geübt haben. And these are within us, almost like a medicine that we call a time-released capsule. Und all diese Zeiten befinden sich in uns, fast wie so eine Medikament, wie eine Kapsel, die sich über die Zeit immer in uns freisetzt.
I thought we could just do a little meditation, contemplation with this thought. Habe gedacht, wir könnten gleich mit einer Meditation zu diesem Gedanken starten. So we're in a world where, where there is an enormous pressure and an enormous demand without a clear focus for us. Wir sind im Moment in einer Welt, wo wirklich großer Druck ausgeübt wird, große Herausforderungen sich stellen, ohne dass eigentlich eine ganz klare Richtlinie oder eine ganz geteilte Richtung angegeben ist. And our inner leaders are perhaps not visible enough to us. Und unsere eigenen inneren Führer sind vielleicht im Moment für uns nicht genügend sichtbar. And our outer leaders don't seem to be that much wiser than we are. Und unsere äußeren Führer scheinen nicht weiser zu sein als wir. Now, we have within us all the contemplation, meditation, and study from all our life. Und wir haben in uns all die Meditationen, all das Gelehrte von dem ganzen Leben in uns. It waits, in a certain sense, it waits for its awakening. Es wartet auf eine Weise, auf sein Erwachen. In these times, under these circumstances, there is an awakening at work. In diesen Zeiten, unter diesen Umständen, ist ein Erwachen am Werk. Wisdom is pure spiritual nourishment. Und die Weisheit ist reine spirituelle Nahrung. It does not seek to achieve, it only works to be. Es versucht nicht etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern will einfach nur sein. It enters into the circulation of our nature of being as food for the soul. Es tritt ein in den gesamten Kreislauf in uns und will Nahrung sein für unsere Seele. So that as we hold the silence now for a few moments, we allow this idea, this sense of the flowing of the wisdom of forever that we have within us into our life and to our world now. Und so wollen wir jetzt in einigen Momenten der Stille diese Nahrung, dieses für immer, diese Ewigkeit in uns kreisen lassen.
The work will do the work. Die Arbeit wird weiter seine Arbeit tun. And Rolf and I were talking about the way that the electronics sometimes work perfectly, but they don't. When they don't work, we don't know why they don't work. Rolf und ich haben darüber gesprochen, dass wenn die Elektronik, wenn sie funktioniert, ja, dann funktioniert sie, und wenn sie nicht funktioniert, haben wir manchmal keine Ahnung, weshalb sie gerade nicht funktioniert. Now, what is fascinating is that the flow of information electronically is at the speed of light. It's like immediate. Was ja sehr interessant und faszinierend ist, dass die Informationen, die über die Elektronik zu uns kommen, mit Lichtgeschwindigkeit passieren, also eigentlich unmittelbar. So that the awakening or the releasing of our deeper wisdom and our deeper awareness, it is immediate, it is total. So dass eigentlich unser inneres Wissen und unser Austausch davon auch unmittelbar jeweils passiert. And we are within what we call the network of harmonic resonance. Und wir gehören wie in dieses gesamte Netzwerk der harmonischen Resonanz. Now, in this network, every thought, every feeling, every motive, every sense is registered. It has a significance, but one significance is not greater or lesser. It's all part of a whole significance. Und jedes Gefühl, dann jeder Gedanke, all was durch unsere Sinne passiert, wird dann Teil dieses Netzwerkes, und ein Einzelnes ist nicht wichtiger als das andere, sondern alles ist Teil des Netzwerks. And what is so fascinating is that each moment has its resonance historically from the unmeasurable history. Und jeder Moment findet dann auch seine Resonanz in Momente unserer langen Menschheitsgeschichte. And each one of us is involved with our spiritual belonging and our soul group. Und jedes von uns ist darin Teil davon, eben mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer Zugehörigkeit zu unserer Seelenfamilie. So there is an emphasis and energizing of significances. Und so wird eben ein größeres Licht auf gewisse Bedeutungen oder gewisse Wichtigkeit für uns jeweils gelegt. Now, we're always working with the soul becoming the master of the incarnation through the evolving brain. Wir arbeiten ja immer daran, dass die Seele wie die Meisterschaft über die Inkarnation gewinnt, durch den sich entwickelte gesamtheitliche Hirn. And so we have in a way, the four aspects of the survival brain and the mammalian brain, the primate brain, and the human brain. Und so haben wir diese 4 Hauptaspekte, also das Reptilienhirn, das Säugetierhirn, das Primatenhirn und dann das menschliche Hirn. And each one of these also is linking through the elements. Und jedes dieser 4 hat eine Entsprechung in den Elementen. And are active through the pathways of awakening through the brain. Und eben auch ihre Bahnen, die sie anlegen im Erwachen des ganzheitlichen Hirns. And we say through the pathways of art and philosophy and science. Ja, und das wären dann eben die Bahnen, wie sie sich ausdrücken können durch Kunst, durch Wissenschaft. What was the others? They're right there. Yeah. Art, science, and the other 2? Philosophy, and there's one other one. Und Philosophie und noch eines. Yeah, and
and all of them are active through the nature of what we can call karmic existence. Und alle vier eigentlich sind immer wirksam durch den Ausdruck unserer karmischen Existenz. And so we look at what is happening in the world and we say, is this karma? Und wenn wir jetzt schauen, was in der Welt draußen gerade passiert, können wir sicher fragen, ist das jetzt Karma? Now, I have a Freundin who teaches yoga and mindfulness. Ich habe eine Freundin, sie ist Yogalehrerin und unterrichtet Achtsamkeit. And recently there was someone who phoned the police to say they had seen through the window into a room where there were a lot of people who looked as if they had taken their own life lying on the floor. Und vor kurzem hat jemand die Polizei angerufen, weil sie durchs Fenster ihres Yoga-Studios gesehen haben, wie eigentlich eine ganze Menge Leute wie tot am Boden liegt. Actually, they were just doing their relaxation meditation completion of their session. Aber wie ihr vielleicht selber aus eigener Erfahrung wisst, das ist ein ganz normaler Abschluss einer Yoga-Stunde, dass man wirklich in der Todesstellung eben seine Entspannung noch wirklich tiefgreifend wirken lässt. But the police were alerted in case it was a mass suicide. Aber die Polizei war gerufen, falls es sich um einen Massensuizid handeln würde. And my friend was telling me that in her group, so many people were experiencing the upsurge of old shadows. Und meine Freundin hat mir erzählt, wie ganz viele ihrer Yoga-Schülerinnen und Schüler wie ein Auftauchen von alten Schatten damit erlebt haben. And I thought, are all the events, the lifting, the clearing, the freeing somehow of ancient shadows? Und ich habe mich dann gefragt, ob all das, was jetzt das ganze Weltgeschehen genau das ist, wirklich so wie ein in uns Auftauchen der vielen alten Schatten. So, I don't know, I'm interested. Ich weiß es nicht, aber es interessiert mich. Because what is so significant is that each individual has an involvement in the purpose of many levels, many lives, and their network into consciousness. Aber es ist total spannend, oder? Weil jedes eben von uns seine Resonanz in unterschiedlichen Ebenen findet, weil wir ja alle natürlich über unsere vielen Leben viel Erfahrung gemacht haben. And if we are going to be with them, and we are going to be with them through our five senses, for example, Und wenn wir mit all diesen Erfahrungen sind und uns mit ihnen durch unsere 5 Sinne verbinden. so we are with, let us just imagine, Wir können uns das einfach mal vorstellen. we're in the team of our spiritual belonging, and we have a job helping with the shock and disorientation of whole numbers of souls. Und ihr stellt euch das jetzt vor, ihr seid zusammen mit eurem Seelenteam und ihr kümmert euch gerade eben um Seelen, die wirklich im Moment sehr desorientiert sind, ein Schockerlebnis hatten. And so we're going to reach out to them with the sense of touch. Und durch den Sinn der Berührung verbinden wir uns mit ihnen. So what happens when we literally touch them one by one? Was passiert, wenn wir eines nach dem anderen sie berühren? And so we are there to anchor, to comfort, and to Wir sind dazu da, um sie wieder zu zentrieren, sie zu trösten. what do we experience as we touch them, and where do we touch them? Was ist unsere Erfahrung, währenddem wir sie berühren, und wo berührst du sie?
Now, from my experiencing, it's like two things are happening. The one I touch them at the top of the spine. Also zwei Dinge, die in meiner Erfahrung für mich passiert sind. Ich berühre sie einerseits ganz zuoberst an der Wirbelsäule, So they're not alone. so dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. At the moment I touch them, I feel somebody touching me too. Und in dem Moment, wo ich sie berühre, spüre ich, wie mich jemand berührt. So that it is if a hierarchy is awakened. I comfort them with my sense of touch. Somebody touches me and somebody touches them, and all the way up. Es ist wie eine Hierarchie, die damit erweckt wird. Ich tröste sie durch meine Berührung. Ich werde berührt, wir werden ebenfalls berührt und so die ganze Hierarchie herauf. We are in a space that has no time measurement. Und wir sind in einem Raum, wo es keine Zeitmessung gibt. Only a disorientation into a sense of clear stabilizing. Sondern nur diese Desorientation, die wieder ihre Zentrierung findet. And so then we're linking with the sense of taste. Und jetzt verbinden wir uns durch den Geschmack. And this is it's almost like our attitude that is with them now. Es ist da so, als wäre unsere innere Haltung ihnen damit zukommt. So personally, I'm helpless. I have got no amazing, wonderful gifts. I'm with them through the sense of taste, and I feel my attitude. How can that be? Ich bin ja eigentlich total hilflos. Ich habe ja keine besonderen Gaben, die ich mit ihnen teilen kann. Aber wenn ich jetzt durch meine innere Haltung, was ist meine Haltung in dem Moment, wo ich mich durch meinen Geschmackssinn mit ihnen verbinde? Now, I wonder what your experience is. Bin gespannt, was eure Erfahrung ist. So I remember from the New Testament, I will send you a comforter. Ich erinnere mich, wie es im Neuen Testament heißt, ich werde dir einen Tröster senden. And I feel I'm there just to be there, just to be with them as a comforter. They're not alone. Und ich habe das Gefühl, ich bin einfach dort, um einfach dort zu sein mit ihnen, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Einfach um sie zu trösten. And in that moment, there is a comforter with me. Und in dem Moment ist dann auch ein Tröster an meiner Seite. And so all through the levels in that Und moment. auch dort wieder durch sämtliche Ebenen hinauf. Now the comforter that is present enters through them into their family, into their network of belonging. Und der Tröster dann bewegt sich weiter hinein in ihre Familie und in ihr ganzes Umfeld. And so even though we can have an earthquake and a tidal wave of disaster, we can have the correspondence in the presence, the immediate awakening of the presence of comforting. Und obwohl wir dann vielleicht ein Erdbeben haben oder eine Flutwelle, sofortigstens können wir diese Gegenwart des Tröstens da präsent haben. So I have a friend in spirit called Golden Eagle. Ich habe einen Freund im Geiste, er heißt Golden Eagle.
And I said, I'm very worried. What's going to happen to the world? It looks like a nuclear disaster. Ich habe zu ihm gesagt, ich mache mir wirklich Sorgen um den Zustand der Welt. Es scheint wirklich eine vollkommene Katastrophe zu sein. And he said, why are you worried? Und er hat gesagt, weshalb sorgst du dich? And I said, it's a terrible moment. I'm afraid of it. Es ist ein schrecklicher Moment, sage ich zu ihm. Ich fürchte mich. And he said, do you trust us? Und er hat zu mir gesagt, vertraust du uns? And I said, yes, of course. Und ich habe natürlich geantwortet, ja, selbstverständlich. And why do you ask? Weshalb fragst du überhaupt? He said, before such an event happens, a moment before it happens, we would already take you out. You would not suffer. Und sie haben zu mir gesagt, ein Moment bevor so etwas passieren würde, wie ein Atomangriff oder sowas, würden wir dich rausnehmen. Du würdest nicht leiden. And I said, I'm quite anxious to hear that, actually. Und ich habe dann gesagt, oh, das macht mir jetzt vielleicht noch was mehr Sorgen und Angst, wenn ich sowas höre. But I've thought about that almost every day for a long time. Aber ich habe seither er das gesagt hat, denke ich fast täglich daran. And that the sense of time and timing is always within the immediate. It's like the speed of light, but quicker. Dass eigentlich das Unmittelbare, die Zeit eigentlich immer im Unmittelbaren liegt. Now, there is so much that still has to be worked through, obviously, as people begin to recover. And Natürlich gibt es immer noch viel zu tun, wenn jetzt die Leute beginnen, sich zu erholen. there is an investment of tomorrow within that instant. Aber in diesem Augenblick, wo das alles passiert, ist es wie wenn die Zukunft sich bereits in diesen Augenblick investieren würde. So it is, if you like, virtually a complete blueprint of the future. Es ist buchstäblich eigentlich wie eine vollkommene Blaupause der Zukunft in diesem einen Moment. Yeah, it's not a prediction. Es ist keine Vorhersage. An investment into the seeds that will be grown. Sondern eine Investition in all diese Samen, die dann eben beginnen zu wachsen. Yeah. Now, that's in a way through taste. Das ist das, was durch den Geschmack kann. Yeah. So what about through voice, through speaking? Was ist jetzt mit der Stimme? What are we going to say to them? Was werden wir ihnen sagen? You know, they speak many different languages, but there is a common language in consciousness. Und alle sprechen wir ja unterschiedliche Sprachen, aber es gibt eine gemeinsame Sprache im Bewusstsein. And what is the most beautiful experience is that language from soul to soul comes through the heart. Und das Schöne daran ist, dass wirklich diese Kommunikation von Seele zu Seele übers Herz passiert. Now, the language through the heart always sees through the eyes of the other. Die Sprache des Herzens sieht immer durch die Augen des anderen. So that their questions are almost instantaneously accepting an answer through the heart, from heart to heart. So dass ihre Fragen wie eine augenblickliche Antwort erhalten
durch die Sprache eben von Herz zu Herz. Now, what does this feel within us as we visualize or imagine this? Wie fühlt sich das für uns an oder was für eine Situation stellen wir uns vor? No. From my experiencing, it it is like entering into a feeling of being timeless and ageless. In meiner Erfahrung ist es, als wären wir zeitlos und alterslos. Now if we are archaeologists, we are looking at, if you like, the fragments of hundreds and thousands of years ago. Wenn wir Archäologen sind, dann schauen wir uns Bruchstücke, Fragmente an, die Tausende von Jahren alt sind. And if we are looking at the evolution of all the different species, so the primeval monsters were 60 million years ago. Und wenn wir uns so die Evolution all der Arten anschauen, dann waren so wirklich die ganz Urarten der Tiere waren 60 Millionen Jahren haben die gelebt. We have just opened a new telescope into space. Es wurde gerade eben ein neues Teleskop, das ins All schaut, eröffnet. That can pick up frequencies of galaxies that come from ages, that from the Big Bang virtually. Ja, und das kann quasi noch Fragmente aufnehmen von Galaxien, die es praktisch seit dem Urknall gibt. Now the Earth is being bombarded by frequencies throughout the cosmos. Und die Erde wird ja von Frequenzen von überall her aus dem Kosmos bombardiert. And each one of these frequencies carries a history of its origin and its significance. Und jede dieser Frequenzen oder trägt seinen Ursprung, seine Geschichte in sich und auch seine Bedeutung. Our living moment, our present time, is a connection to every other living moment at every other time. Und so ist unser lebendiger Augenblick jetzt hier auf der Erde angefüllt, angereichert mit dem lebendigen Augenblick von der ganzen Zeitspanne. And so we say there is only now, but now is a long time. Und so sagen wir zwar, es gibt nur das Jetzt, aber dieses Jetzt ist eine ganz schön lange Zeit. So we have our seasons and our cycles, but we have the always, which is always now. Wir haben unsere Jahreszeiten, unsere Zyklen und wir haben unser Jetzt, das immerwährend ist. Yeah. So we have touched, and we have used the sense of smell. Wir haben berührt und wir haben unseren Geschmack eingesetzt. And we have worked with that sense of presence. Und wir haben mit diesem Sinn des Gegenwärtigseins gearbeitet. And so, what about the vision? Wie ist es mit dem Sehen? If we see through the eyes of each of us at the same moment, Wenn wir durch die Augen von jedem Einzelnen in jedem Moment sehen könnten. so to see through the eyes of each one that we touch, that we are in their presence as a comforter, it is
what is it? Durch die Augen zu sehen desjenigen, das wir gerade berühren und dessen Trösterin, dessen Tröster wir sind. Wie fühlt sich das an? The sense of many lives has a joy in the way in which it can awaken. Das Gefühl der vielen Leben trägt in sich eine Freude, die in uns erwachen kann. Now, can the significance of many lives and many levels and many vehicles of consciousness, can this be an experience without interfering with our belief systems and our superstitions? Kann dieses Wissen um die vielen Leben, um die vielen Ebenen und all die Bewusstseinsträger, die wir hatten, kann es in uns erwachen, ohne eigentlich zu stören, wer wir jetzt gerade sind? For me, the sense of being punished comes very easily. Das Gefühl, dass ich bestraft werde, dieses Gefühl habe ich rasch einmal. In the story of Atlantis, where a whole continent is lost because of the, if you like, the misbehavior of mankind. Und dass der Untergang von Atlantis eigentlich, wo ein ganzer Kontinent untergegangen ist, durch den Missbrauch eigentlich der damaligen Menschheit. Now, when we are freed from judgment, where are we? Wenn wir uns eigentlich vom Urteilen frei machen können, wo finden wir uns dann wieder? And when we are freed from punishment, how does it feel? Und wenn wir uns von Strafe frei machen können, wie fühlen wir uns dann? And we are within a classroom where all things have their vision, and then they have their expression into time and space. Wenn wir in einem Klassenzimmer sind und die Sicht auf alles und jedes haben und wir dann einen Ausdruck finden, das in Raum und Zeit hineinzubringen. And so we see with them through their eyes, through their vision. Und so sehen wir durch ihre Augen, wir haben ihre Sicht auf die Dinge. Now, in this moment as the comforter, they are in the presence of being seen, known, embraced and supported. Und in diesem Moment, in der Gegenwart dieser Trösterin, des Trösters, fühlen sie sich gesehen, verstanden, gehört. And then we say the future becomes part of the present. Und wie wir gesagt haben, die Zukunft wird dann Teil der Gegenwart. Now, what does it feel like inside ourselves, having worked a little bit with the five senses? Wie fühlt es sich jetzt an, wenn wir in uns ein bisschen mit diesen 5 Sinnen gearbeitet haben?
Now, it's my own, if you like, my own experience that every night we go to night school. Es ist meine eigene Erfahrung, dass wir jede Nacht in die Nachtschule gehen. And it's also my experience that we wake up in the morning and we may not actually be aware of what we've been doing at night school to any great degree. Und es ist auch meine Erfahrung, dass wenn ich morgens erwache, ich mich häufig nicht an allzu viel aus der Nachtschule erinnere. But in the day that follows, there are always triggers that will awaken the relevant, if we like, the relevant information, the relevant impulses. Aber der Tag, der dann folgt, enthält dann sehr häufig so Momente, wo Sachen, die Bedeutsamkeit der Informationen der letzten Nacht, ihre Bedeutung enthüllen. Yeah. Whatever belongs to the day that comes from our sleep state preparation will be triggered. Was immer in diesen Tag gehört, was aus unserer Nachterfahrung herkommt, wird dann ebenso angetüpft durch irgendein Ereignis, durch eine Situation. In the moment we are asleep, we are awake in another sense. In der Zeit, wo wir schlafen, sind wir auf eine andere Art und Weise sehr wach. And we are amongst the familiar, which also means the family. Und sind dann eben in Gegenwart des Vertrauten, in Gegenwart unserer Familie. And gradually, the two become part of a flow, of a continuous flow and exchange. So allmählich werden dann beide, also Nachterfahrung und Tag, wie zum Gleichen, gleichen sich an. Now, in a way, what is happening in the world suggests very strongly we can take nothing for granted. Und was im Moment in der Welt draußen geschieht, legt uns ja ganz fest nahe, dass wir nichts immer so als gegeben nehmen können. So the importance then of meditation and prayer Und so ist die Wichtigkeit unserer Meditation, unserer Gebete and our spiritual practices, or the way in which we hold the clear line as well as we can. und unsere spirituellen Übungen, mit denen wir uns helfen, wirklich eine ganz klare Ausrichtung zu halten, haben wirklich große Wichtigkeit. So there's a way in which our body as a vehicle is being opened. Und unser Körper als unser Gefährt wird damit auch geöffnet. It is being opened through the chakra centers and the joints, Wird durch die Chakren und die Gelenke geöffnet and all the subtle flows through the organs and systems. und all die feinstofflichen Bahnen, die sich durch alle Organe und Systeme bewegen. So we can gently run through our chakra system and just fill it with light. Wir können jetzt auch ganz sanft und unser Chakrasystem hindurchgehen und es mit Licht erfüllen. So each chakra has its anchor in the rainbow, Und jedes unserer Chakren hat ja seinen Anker im Regenbogen. and then it has its own specific colors and qualities that belong to this Und light. hat seine eigene Farbe, seinen eigenen Anker in das Gesamte. So we can bring the light into the base chakra, Und so bringen wir jetzt das Licht ins Wurzelchakra. and this light will clear it of all that is any shadow, anything that is impure. Und das Licht klärt das Wurzelchakra von allem, was es unrein sein lässt. And as it clears, the primary color generates, the color that is the red ender of the spectrum generates and renews itself. Und so erneuert sich die Farbe Rot
in unserem Wurzelchakra. And then the colors that belong to this chakra in this incarnation manifest beautifully, gloriously. Und all die Farben, die in dieses Chakra gehören, um sich in dieser Inkarnation jetzt zu zeigen und auszudrücken, zeigen sich auf wunderschöne Art und Weise. This awakens simultaneously all the other chakra centers. It works together. Und dies erweckt gleichzeitig auch alle anderen Chakren. Es funktioniert bestens alles miteinander. So the second chakra, the solar plexus, the heart, the throat, the brow, the crown, simultaneously clear, renew, and revitalize. Das zweite Chakra, das Sonnengeflecht, das Herz, unser Halszentrum, unser drittes Auge und das Kronenchakra reinigen sich, klären sich auf wunderbare Art und Weise und glänzen hell. And as this works, so then there is an energy flow awakening in each of the joints, in the arms and the legs. Und mit diesem Prozess fließt dann das auch wunderbar in jedes einzelne Gelenk. And so through the feet and the ankles and the knees, there is a sense of belonging, a sense of being at home. Durch unsere Füße, Fußgelenke und Knie erfahren wir ein schönes Gefühl der Zugehörigkeit. There is a sense of being able to give and to receive within a gentle and beautiful flow. Ein Gefühl eines schönen Flusses zwischen Geben und Nehmen. And there is a sense of freedom to be part of the groups of other people and to be independent Ein Gefühl, Teil sein zu können einer Gruppe und gleichzeitig auch unabhängig zu sein. And even as this is like a gentle pulsation, like a circulation that happens, it just happens of its own. Ein sanftes Pulsieren, ein freies Fließen, das ganz von alleine passiert. It's as if we are within a vehicle that is content within itself. It is joyful within itself. Es ist, als wären wir in einem Gefährt, das einfach mit sich zufrieden ist, freudvoll in sich ruht. And we are receptive clearly and in a way distinctly to all the frequencies within the network of our belonging that have a significance. Und wir sind empfangsbereit für all das, was aus unserem Netzwerk zu uns gelangen soll, weil es für uns im Moment wichtig ist. It's called normal. It's called normal and balance. Man nennt das ganz normal und im Ausgleich zu sein. Okay. Now, are there any questions at this point that have been written in? Gibt es Fragen? Well, actually, there's one question that came right after we started from Beatrice. What is the sense of this time on earth in your opinion? What are we here for? Beatrice hat gleich zu Beginn eigentlich gefragt, was ist eigentlich der Sinn dieser Zeit jetzt hier auf der Erde in Peters Meinung?
Wofür sind wir hier? So we want to have a look at the the sense of, in a way, we can call it an initiation through the elements. Wir könnten es wahrscheinlich eine Einweihung durch die Elemente nennen. So there's earth, Da ist einerseits die Erde, which is earthquakes, und da finden wir dann die Erdbeben. and air, which is hurricanes, Und dann die Luft, wo wir die Hurrikane haben. and fire, which is literally through heat and through fire. Und dann das Feuer, das wir in der Hitze wiederfinden und natürlich auch in den Feuern. And through water, which is flooding of every kind. Und dann das Wasser, das alle möglichen Fluten auslöst. And all of these are significantly active virtually simultaneously. Und alle vier sind wirklich buchstäblich gleichzeitig aktiv. And within us, there is man's inhumanity to man. Und dann natürlich die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen. We have our fundamentalist suspicions through our belief systems. Wir haben unsere fundamentalen Misstrauen eigentlich durch. And so we are literally, who do we have to sacrifice to pacify the God's anger? Dann ist wie die Frage, wen müssen wir opfern, damit wir die Wut der Götter besänftigen können? And these, if you like, are superstitions in one way. Und das ist einerseits natürlich unser Aberglaube. They are the initiations into the elements, in fact. Aber in Tat und Wahrheit eben eigentlich diese Einweihungen in die Elemente. So that our nature and the nature of our character and personality is through these four elements. So dass unsere Natur und die Natur unserer Persönlichkeit wird ja durch die Elemente gestaltet. Yeah. So if we enter into the element of earth and of all the upheavals, wenn wir eintreten in die Erde und all das, was sie da in ihr emporkommt, mit ihren, ja, wie sie aufbricht. now, what do we experience in our own body when we link to the sense of the earth in upheaval? Genau, was erfährst du in deinem eigenen Körper, wenn du dich verbindest eben mit diesem Aufbrechen der Erde? See, what is the feeling? Where in your body do you feel it? Schau mal, wo in deinem Körper du das fühlst.
So for me, I felt first of all in my eyes a great sense of sorrow. Ich spürte als erstes in meinen Augen ein großes Kümmernis. And then in the Kiefergelenk, I felt a sense of anger. Und in meinen Kiefergelenken das Gefühl der Wut. And a sense of helplessness. Auch ein Gefühl der Hilflosigkeit. And as if I want to reach out and hold with other people. I want to link with them. I want to find where we can be with each other. Und ich habe das Bedürfnis hinauszureichen, mich zu verbinden, mit anderen Menschen wirklich Hände zu halten und zusammen zu sein. And then it's as if I am looking up at heaven and begging God for answers. Und auch als würde ich in den Himmel hochblicken und Gott um Antworten anflehen. So then what color can I breathe in to Was für eine Farbe könnte ich einatmen? so for me it's a rose white color. Für mich ist es ein rosa-weiße Farbe, which is like a mother who embraces her child. eine Farbe, die ist wie eine Mutter, die ihr Kind liebevoll umfängt. And then we ask within, what memory does this bring back to me from my life? Und dann kannst du dich fragen, was für eine Erinnerung in meinem Leben bringt mir das zurück? So just take whatever images come. Nimm einfach das erste Bild, das in dir aufsteigt. So I'm I am an infant, I'm a baby. Ich bin ein Baby And I'm crying for my mother's attention. und ich weine und will die Aufmerksamkeit meiner Mutter. And she's not coming. She's not Und there. sie kommt nicht. And so I feel neglected, forgotten. Ich fühle mich vernachlässigt, vergessen. And I have no appreciation of anything but that I want to be picked up. I want to be. Ich habe kein anderes Verständnis. Ich will einfach nur hochgehoben, gehalten werden. What is your memory? Just quietly Was- remind yourself. Schau ganz still in dir, was ist deine Erinnerung, die sich meldet? And then we say, what is the significance of this memory at this time? Was ist die Bedeutung, dass gerade jetzt diese Erinnerung aufsteigt? Linking through the element of earth. Verbunden mit dem Element Erde.
Now, of course, the interpretation is very individual. Die Interpretation von deinem Bild wird sehr individuell ausfallen. For me, I'm very conscious of the increasing presence of the principle of the World Mother. Ich bin mir sehr bewusst, wie verstärkt die Gegenwart der Weltenmutter im Moment ist. And the World Mother, through the, if you like, through the divine sisterhood, links with those who have lost their way, who are at the lowest level, who have been forgotten, who have been excluded. It links to those who have nowhere to go. Die Weltenmutter, gerade auch durch die spirituelle Schwesternschaft, verbindet sich mit allen, die von ihrem Weg abgekommen sind, die sich alleine und verlassen fühlen. Like a Mother Teresa image. Mutter Teresa. So that there is a sense of concern for those who have nowhere to go and have nothing, but they are there. They must somehow continue. So dass jemand da ist für alle, für die sonst niemand da ist. Und die müssen ihre Arbeit in dieser Weise tun. Das ist ihre Aufgabe. And so it links to all the areas for those who cannot say yes to life sufficiently. Es verbindet sich eigentlich mit sämtlichen Bereichen, wo jemand da ist, der nicht ein genügend starkes Ja zum Leben hat. This is people helping people. Und darum geht es auch, ja, Menschen, die Menschen helfen. Yeah. Or as Pamela used to say, help to help. Oder wie der Verein von Pamela Sommer-Dixon geheißen hat, Help to Help, Hilfe um der Hilfe willen. It is in time release sense, it is freed into the consciousness of Und so wie wird das alles nach und nach in die heutige Zeit entlassen, eben wie eine so Zeitkapsel, die ihre Wirkung nach und nach dann enthüllt. And we look now for the indications into the world. Und jetzt können wir auch danach Ausschau halten, wo sich bereits Hinweise zeigen, wie das auf der Welt bereits wirkt. So not the conquering or the controlling, but the opposite, the concern and support for the lowest. Nicht die Yeah, for the dominating and controlling. genau, nicht die kontrollieren und dominieren wollen, sondern eben die bereits in der Unterstützung von anderen tätig sind. Yeah. Now the earth is also our fundamentalist, our basic character structure. Die Erde ist auch unsere Basis, wirklich unsere ganz grundlegende Struktur. And our sense of belief in ourselves as much as anything. Und unser Gefühl, unser Glaube an uns selbst. And the belief in ourselves, from the reflection from Ronald Beasley, is always opening to something new every year, every season. Unser Glaube an uns selbst, gemäß Ronald Beasley, wird uns immer in Bereiche hinführen, in jeder Jahreszeit, in jedem Jahr, uns etwas Neues aufzeigen. We disturb ourselves creatively rather than being disturbed by destruction. So dass wir ganz aktiv etwas Neues anpacken, anstatt uns von außen von irgendetwas zerstören zu lassen. Now, even just contemplating this, what sort of feeling arises within you? Und sogar einfach dieses nur kontemplieren, was in dir aufsteigt. So with me, it's almost a sense of smiling. There's a sense of
of feeling, what is the word? It's a sense of joy. Ein Lächeln, das aufsteigt, ein Gefühl der Freude, das mich erfüllt. And I'm often reminded of my friend who died a few years ago from quite a long lung illness and an operation to remove her lung. Und ich erinnere mich häufig an eine Freundin von mir. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben an einem Lungenleiden. Sie hatte sich auch Teil der Lunge entfernen lassen müssen. And her son was with her at the hospital when she died. Und ihr Sohn war bei ihr im Spital, als sie starb. And he said, as I closed my eyes, I was suddenly overwhelmed by a sense of such joy, I began to laugh. Und er hat erzählt, als er die Augen geschlossen hatte und sich mit ihr verband, war er mit so einer großen Freude erfüllt, dass er hat zu lachen begonnen. And when I went home that evening to her apartment, it was still there, a little bit less, but the joy was still there. Und als er an dem Abend dann nach ihrem Übergang in ihre Wohnung zurückkehrte, war diese Freude zwar ein bisschen weniger, aber sie war immer noch sehr präsent. And, you know, we had many discussions about what happens when we die. Und wir haben ja all diese Gespräche, was passiert, wenn wir sterben. Yeah, and I linked with her and said, you see, all the things that I told you were true. Und ich habe mich auch dann nach ihrem Übergang mit ihr verbunden und zu ihr gesagt, du siehst, alles, was ich dir erzählt habe, wie es dann sein wird, ist wahr. And she laughed and she said, nothing you told me was true. Nonsense. It was much better than anything you ever said. Sie hat gesagt, alles, was du mir gesagt hast, war kompletter Unsinn. Alles war viel, viel besser, als du es mir beschrieben hast. Yeah, and I think that somehow that goes through my contemplation every day. Und das ist auch etwas, was ich jeden Tag wieder in meine Erinnerung hereinnehme. And so earlier this year, a cousin of mine, after some years of dementia, left his body. Und einer meiner Cousins hat Anfangsjahr, also nach einigen Jahren, an der er an Demenz gelitten hat, hat er seinen Körper verlassen. And when I tried to link with him, he was still stuck there, even though he was out of his body. Und als ich mich mit ihm verband, steckte er immer noch fest in dieser Demenz, obwohl er seinen Körper verlassen hat. And then there was a little glimmer, and we could link with him, and he's fine. Und dann nach und nach wurde es heller um ihn herum und wir konnten ihn dann erreichen und dann war alles gut. Now we come to the element of water. Und dann, wenn wir zum Element Wasser kommen. And there's just been this huge flooding in South Africa. Und da war ja auch diese großen Fluten in Südafrika. But in many other, it's actually in North Africa, it's in Libya. Yeah. Okay. Well, it was in Libya. But in many countries this year, there has been heavy rainfall and heavy flooding. Und in vielen Ländern hatten wir diesen Sommer ganz starke Regenfälle, die dann eben in Überflutungen geendet haben. So what do we feel inside our own body as we link to this? Wenn wir uns mit diesen Situationen verbinden, wo spürst du es in deinem Körper? And then where in our body is it a bit more specific? Und wo in deinem Körper ganz im Speziellen?
And what color could we breathe in, as it were? Und was für eine Farbe könntest du jetzt da einatmen? And what memory returns to us as we reach this point? Und was für eine Erinnerung aus deinem Leben taucht in dir auf, wenn du jetzt damit beschäftigt bist? So what could be the significance of this particular memory or image? Was denkst du, ist die Bedeutung dieser ganz bestimmten Erinnerung oder das Bild, das in dir aufgetaucht ist? Yeah. So for me, it was in my lungs. And it was very much linked to expression, free expression. Für mich war es ganz fest in meinen Lungen und es verbindet sich mit dem Ausdruck. And with my mother, she didn't listen to me when I called for help as a baby. Und meine Mutter, sie hat nicht darauf reagiert, als ich als Kind durch mein Weinen nach ihr geschrien habe. As a student in education, I could never ask the questions that were my questions. Als Student habe ich nie eigentlich die Fragen stellen können, die meine Fragen waren. And so the whole area of democracy and your vote and your opinion never amounted to anything of significance individually. Und so hat eigentlich, you mean within Switzerland, you mean the democracy in Switzerland, or? Democracy as a system. Ja, und deswegen hat die Demokratie als System eigentlich nie so ganz ihre volle Kraft bewirken können. So I look at the history, and it's mostly a history of wars, of conflict. Weil wenn ich die Geschichte anschaue, dann ist es ja vor allem eine Geschichte der immer wiederkehrenden Kriege. And we think of the end of the dinosaurs was a great big death in the world. Und als die Zeit, als die Dinosaurier ausgerottet wurden, war auch eine Zeit des großen Sterbens. And we're very occupied with destroying the planet. Und wir sind immer noch sehr beschäftigt mit dem Planeten zerstören. And so we're listening now. In a sense, there is a sense of mankind listening to itself. Und jetzt sind wir wie in einer Zeit, wo die Menschheit sich selber zuzuhören scheint.
And rather than trying to deal with an angry God that is punishing, there is a sense of meaning. There is a sense of, like, the value of each individual as a unique individual. Und anstatt, dass wir uns beschäftigen mit einem strafenden Gott, scheint es wirklich die Dinge Bedeutung zu erlangen für das Individuum als solches. But it's not a discussion. It's an instant entry point, and it is. It's an Es ist aber nicht eine Diskussion, sondern es ist ein unmittelbarer Eintrittspunkt hinein in diese Erkenntnis, in dieses Wissen, changes the way we see light and the spectrum of light that we recognize. so dass wir wie das Spektrum des Lichts sehen und es unmittelbar erkennen als das, was es ist. It changes the prana that we can draw from the air that we breathe. Es verändert die Art und Weise, wie wir Prana während unseres Atmens in uns aufnehmen können. It changes our receptivity to the star systems in space to which we are connected. Es verändert unsere Empfänglichkeit für all das, was aus dem Sternensystem zu uns kommt. It's a whole big conversation in what we call in an immediate, in a now. Es ist wie ein großes Gespräch, das aber wirklich gerade im Jetzt geschieht. And it starts to work through our liver, whatever we've stored up that is dark there. Es beginnt in unserer Leber zu wirken und all das, was dort vielleicht dunkel abgelagert ist in uns, Dunkles abgelagert ist. It precipitates and it can evaporate through our skin. Es kann sich ausschütten und über unsere Haut ausgeschüttet werden. Yeah. The change is measurable through its consequences rather than immediately. Ja, der Wandel wird sich eher eben durch seine Konsequenzen dann sichtbar machen, als dass das jetzt unmittelbar ersichtlich ist. What about fire? Und wie ist jetzt mit dem Feuer? So we link to the element of fire, and what does that feel like in our bodies? Wir verbinden uns mit dem Element Feuer und schauen, wie sich das in unserem Körper anfühlt. It's the principle. It's not so much being in the middle of a fire, but the principle, the element of Das Prinzip des Element Feuers, nicht wie es sich anfühlen würde, inmitten einer großen Feuersbrunst zu sein. So if you can identify where in your body you might experience Vielleicht hast du identifizieren können, wo in deinem Körper du das vor allem erfährst.
And then what color might it attract to balance? Und wie du ein Gleichgewicht darin erzielen kannst. And then what memory comes back as we contemplate this? Und was für eine Erinnerung kommt zurück zu dir, wenn du jetzt darüber nachdenkst? What could be the significance of this memory at this time? Was denkst du, ist wohl die Bedeutung, dass gerade jetzt diese Erinnerung auftaucht? So for me, the area of my body is the skin. Für mich ist der Bereich meines Körpers die Haut. Which is very much for me to do with boundaries and containment. Und die Haut hat für mich viel eben mit Abgrenzung zu tun, mit in sich halten. And I'm immediately thought of and a memory of going, first of all, to a boarding school. Und das bringt mich zurück eben in meine Internatszeit. And then to leaving the country where I was living. Und dann auch mein Heimatland zu verlassen, wo ich aufgewachsen bin. And it's a sense of the fire is the sense of purification. Das Feuer hat sicher die Bedeutung eben der Reinigung. And that whatever the boundaries and whatever the containment, there is always the balance between the outer and the inner. Was immer da als Grenze da ist, als Abgrenzung und auch was wird zurückgehalten, dass es immer ein Gleichgewicht zwischen dem Innen und Außen braucht. And why should it have a significance at this point? Und warum sollte gerade das jetzt eine Bedeutung haben? So the work, for example, with me, the work through the color and the work of White Lodge is entering into new spheres, new spaces. Die Farbarbeit von White Lodge, die Farbfernbehandlungen scheinen wirklich in eine neue Phase einzutreten, neue Bereiche hineinzugelangen. And the shadows of history are being purified, evaporated. Und die Schatten der Geschichte scheinen sich aufzulösen, verschwinden. Yeah, and I contemplate the countries where there has been such extreme heat and fire. Und wenn ich jetzt die Länder betrachte, wo eben so extreme Hitze und so Feuerbrunsten gab, And it is as if there has been a purification that is beyond the tragedy and the suffering. es scheint mir, als wäre dort eine Reinigung passiert, die wirklich über das hinausgeht, was halt rein physisch an Schäden What Ronald Beasley called the passiert. parallel experience. Say again? What Ronald Beasley called the parallel experience. Ja, und das hat ja Ronald Beasley immer als die Parallellerfahrung genannt.
So that as there is this destruction in one aspect, there is a movement constructively in another aspect. So dass wenn auf der einen Seite eben etwas Zerstörerisches passiert, wird gleichzeitig dadurch etwas Gutes bewirkt. Yeah. And in a moment, what has taken an extreme can become a change of seasons. Und was für einen Moment ein großes Extrem war, führt uns in eine neue Jahreszeit hinein. And with the fire, it's to do with our ambitions, our passions, our belief systems. Und alles, was passiert, hat mit unseren Glaubenssätzen zu tun, mit unseren inneren Leidenschaften, mit ja, woran wir glauben. And it's as if we can scan our belief systems and our conditioning, and we can reinvent it, remember it ourselves. Es ist, als könnten wir jetzt all das, unsere Glaubenssätze, all das Bekannte wie überfliegen und zu neuen Ufern gelangen. So we take one step towards the soul, and the soul takes 10 steps towards us. Dass wir einen Schritt unserer Seele entgegengehen und unsere Seele macht 10 Schritte auf uns zu. Yeah. Our boundaries become more containments, constructive containment, and the world opens fully to itself. So dass wirklich dieses Konstruktive, was es enthält, die Welt näher zu sich heranbringt. Genau. And so we come to the element of air. Und so kommen wir noch zum Element Luft. And in a way, the air links to the intellect, to thoughts. Die Luft verbindet sich ja mit unserem Intellekt, mit unseren Gedanken. And whatever attitudes we may have, the principle of air can blow them away in a moment. Ganz gleich, was für innere Haltungen wir so pflegen, die Luft kann sie innerhalb von Augenblicken hinwegfegen. And I think of all the people I work with who have problems in their families. Ich denke an all die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die Probleme haben in ihren Familien. And how many countries there are that have prejudice and attitudes that are not helpful towards others. Und wie viele Länder es gibt, dessen Völker Vorurteile pflegen gegenüber anderen. And how much there has been inequality between male and female. Und wie viel eben dieses Ungleichgewicht noch zwischen männlich und weiblich es gibt. And how much it is challenging in many societies when people do not always identify with their gender or their birth. Und wie groß die Herausforderungen in vielen Kulturen sind, wenn eben jemand sich in seinem Geschlecht nicht wirklich zu Hause fühlt. And so when we, with the element of the wind, with the air, of tornadoes and hurricanes, what do we experience in ourselves? Wenn wir jetzt zu diesen Phänomenen eben der Hurrikane, der Tornados gehen, wie fühlt sich das in uns selbst an? What part of our body do we feel it in? In welchem Teil deines Körpers spürst du es?
And then what color is attracted to this area of our body? Und welche Farbe verlangt diese Körperstelle nun von dir? So what type of memories does it bring back? Was für eine Art Erinnerung bringt es dir zurück? And why should it bring this back now? Und warum kommt gerade jetzt wohl diese Erinnerung? So for me, I felt the energy very strongly in my hands. Ich habe die Energie der Luft ganz stark bei mir in den Händen gespürt. As if it's time to bring many things into order, to organize, to construct, to mend, to work. Als wäre es Zeit, ganz viele Dinge jetzt in Ordnung zu bringen, wirklich Dinge zu ordnen, ja, sie zu büscheln. And it's one of the impulses within me is to encourage all of us to write our own philosophy, our own purpose of existence. Und einer der Impulse, die ich ganz stark habe, ist, jedes einzelne von uns zu ermutigen, seine eigene Lebensphilosophie aufzuschreiben. But not always in words, but through a form of expression, self-expression. Ja, muss nicht immer durch Worte geschehen, einfach durch eine Art des Selbstausdruckes. And for me, my tendency, my guitar teacher told me, I have a gift, but I've got a lazy brain. Und mein Gitarrenlehrer hat jeweils gesagt, ja, ich hätte durchaus Talent, aber ein faules Hirn. And I tend to create an unorganized structure around me. Ich habe die Tendenz, ein sehr wirklich unordentliches Umgebung mir zu erschaffen. In my mind, there's a reasonable organization.
not too, In not too bad. meinem Geistverstand, also in meinem Mind, habe ich eigentlich recht gut Ordnung. But all my books and papers and all of these, somehow they should be looking after themselves. Aber meine Bücher, all meine Unterlagen, da wäre es am besten, sie würden sich um sich selbst kümmern. And I always think, well, yes, when I have a moment, it will all be beautifully tidy. Ja, und ich denke dann jedes Mal, ach ja, wenn ich dann mal Zeit habe, dann mache ich dann Ordnung. Now, the principle of the tornado is a freeing from scattered thoughts, ideas, attitudes. It's to allow them to be where they belong. Und das Prinzip des Tornados ist eigentlich, dass alles wie zusammengebracht wird und alles dorthin zu bringen, wo es hingehört. So I never felt my place in life very, very clearly. Ich habe meinen Platz im Leben eigentlich nie so genau gespürt. So I have to find a way of doing what is necessary, but being invisible. Ich muss einen Weg finden, all das zu tun, was nötig ist und selber dabei unsichtbar zu bleiben. So what happens if I become visible? Aber was passiert, wenn ich plötzlich sichtbar werde? And what does it mean to my families of origin? Und was bedeutet das dann für meine Ursprungsfamilie? Now, when we work with the color in clearing static, Wenn wir mit den Farben arbeiten, um statische Energie aufzulösen, it's as if the color is actually like a gentle breeze that blows through the levels and fields. it is like a gentle breeze, you say? It's just like a gentle Ja, breeze. dann ist es dann häufig, als wäre das so wie eine ganz sanfte Brise, die durch alles hindurchfährt. And in working with the color at a distance, it's as if the breeze has to blow for quite a while with some people. Und in der Farbfernbehandlung ist es dann häufig so, dass diese Brise für einige Menschen recht lange anhalten muss, damit The reputational factor is often stronger than the clearing. ja, weil das wirklich der Faktor, wo es eben sich so alles statisch ist manchmal stärker, als dass es wieder in einen freien Fluss kommt. Where I am living, there are people who sleep on the street at night. Da, wo ich lebe, gibt es Menschen, die auf der Straße leben. And how do we work with its reference to the community? Wie arbeiten wir mit dieser Referenz, wenn wir an unsere Gemeinschaft, an die Gemeinde und an die Stadt denken? Ronald Beasley used to say, very often they have lost their soul connection, their soul purpose. Beasley hat häufig gesagt, dass diese Menschen ihre Seelenverbindung verloren haben, dass sie wirklich eben ihre Seelenbestimmung ihnen nicht mehr zugänglich ist. So they don't belong. Sie gehören dann nirgends hin. So what does it mean to belong in this way? Was bedeutet es aber, wirklich zugehörig zu sein? Yeah. Now, where I'm living, every day there are in a way, I don't know what to call them, refugees coming across from Europe. Wo ich lebe, kommen jeden Tag mit Schiffen Immigranten zu uns. It's like a wind that is blowing people out of their countries of origin to be in a better place. Wie wenn ein Wind sie von ihrem Heimatland wegbläst an einen besseren Ort hin. And nobody wants them. Niemand will sie. And it's a dangerous journey.
Und es ist eine sehr gefährliche Reise. So the element of air is literally the movement of ideas, but the movement of people across continents. Das Element Luft ist einerseits das Bewegen von Gedanken, aber auch wirklich Bewegung von Menschen, von Kontinenten. Yeah. And it is a tide, it is a wind, it cannot be politically stopped. Es ist wie eine Flut, es ist nicht etwas, was man politisch stoppen kann. And this parallel to it is the dissolving of prejudice. Und parallel dazu stellt sich dann dass sich Vorurteile gegenüber anderen, Andersdenkenden auflöst. So how are we getting on? Wie kommt ihr so voran? Is there another question perhaps? Yes, we have 2 questions. I think I'll start with the one from Phoebe. She would like to know how we can work with stabilizing the planet in light of all the demands of this time. Is there a new paradigm of peace work? She asked this with a particular reference to an earlier Zoom talk when you referenced the pandemic as perhaps coming instead of World War III. Yeah. Yet the recent meeting of Putin and Kim Jong-un seems to resurface this threat. Phoebe möchte gerne von Peter wissen, ob es wie eine neue Art von Friedensarbeit gibt, die helfen kann, den Planeten zu stabilisieren, eben gerade im Licht all dieser Herausforderungen unserer Zeit. Und sie fragt das, weil in einem früheren Vortrag Peter gesprochen hat, dass die Pandemie möglicherweise so gekommen ist anstatt eines Weltkrieges 3. Aber sie hat das Gefühl, dass jetzt das Zusammenkommen von Putin und Kim Jong-un, dass diese Gefahr doch wieder am Steigen ist. In a way, to ask the question means that we are already engaged in its answer. We can't ask the question without joining the answer. Und es bedeutet, dass diese Frage, wenn die gestellt wird, sind wir bereits mit der Beantwortung dieser Frage beschäftigt. And then we always work with contemplation, meditation, affirmation. Und wir arbeiten halt immer mit Meditation, Kontemplation, Affirmationen. And it is as if we can dialogue within the network of our belonging. Wenn wir im Gespräch bleiben, wirklich mit allem, was zu unserem Netzwerk gehört. So that in Phoebe asking the question, it is immediately within the network received by everyone. Und indem das Phoebe jetzt diese Frage stellt, wird sie unmittelbar gerade auch schon in ihrem Netzwerk dann sein. And so we are not in darkest Africa waiting for civilization to reach us. Und wir sind ja nicht im tiefsten Afrika, wo wir darauf warten, dass irgendwelche Zivilisation zu uns kommt. We are within a network of fascinating harmonic attunement. Ja, wir sind wirklich in einem Netzwerk von einem faszinierend harmonischen also ja, wo wir harmonisch aufeinander eingestimmt sind. You know, because all our thoughts, our feelings, our motivations, our actions are in an immediate of teamwork. All unsere Gefühle, all unsere Handlungen, all unsere Motivationen, all das wird sofortigstens Teil unseres Netzwerks.
you know, it's very difficult for conventional medicine to appreciate the homeopathic value. Es ist sehr schwierig für die konventionelle Medizin, den Wert von Homöopathie zu erkennen. So measuring medicine through physics is not part of the current process. Ja, und eben, dass die Medizin eigentlich zu messen durch die momentanen physikalischen Möglichkeiten ist eigentlich nicht Teil dieses Prozesses. We're working with frequencies, we're working with subtle information at an unmeasurable level. Weil wir arbeiten wirklich mit Frequenzen auf einer Ebene, die noch nicht messbar ist. And when we look at how homeopathy works, it is a facilitator of change. Und wenn wir schauen, eben wie Homöopathie funktioniert, ist es einfach, sie fördert den Wandel. So we know if something is not curable, we know that there is an unknown remedy. Und wenn wir einer unheilbaren Krankheit noch gegenüberstehen, die nicht heilbar scheint, dann wissen wir, es gibt ein Medikament, das einfach noch nicht bekannt ist. We're working with this, with the world, with the world in transition, with what is an unknown fact that will help. Und so arbeiten wir im Wissen, dass es noch eine unbekannte Tatsache gibt, die in diesem Falle helfen wird. Now, if you like, from my point of view, this is a change in consciousness, in focus, in communion with mankind and the invisible world, with angels. Es ist sicher eben ein Wandel in unserem Bewusstsein, wie die Menschheit sich jetzt in Verbindung gibt mit unseren Freunden in der unsichtbaren Welt. Yeah, and so the whole concept of Phoebe's question is an impulse towards, if you like, angels and mankind working and walking together, Und very so much as Elizabeth was encouraged. eigentlich der Impuls, der in der Frage von Phoebe liegt, ist ganz stark eben, wie Menschheit und Engel zusammenwirken. Yeah, which Elizabeth is our best example. Und dafür war ja unsere Elisabeth das beste Beispiel. You know. And Yes. Safar would like to know of how our planet is affected through warring bombardment through time. Safar würde von Peter gerne wissen, wie er es empfängt, wie der Planet beeinträchtigt wird oder überhaupt wie er sich auswirkt, während dieser Bombardmente während den Kriegen. Well, we're all waiting for her next book. Wir alle warten auf das nächste Buch von Safar. Yes, and that she can share her insight to us from Und the ich planet. glaube, in diesem nächsten Buch kann sie dann ihre Erkenntnisse mit uns teilen. Because the earth itself has been through so many different upheavals and changes. Ja, die Erde selber hat ja so viele Wandel bereits durchlaufen. So it's always connected with the consciousness of the earth as a living being and our own corresponding connection. Und so verbindet sich immer eigentlich mit dem Bewusstseinswandel der Erde als lebendiges Wesen und wie sich das auf uns auswirkt. Yeah, and so we once again we feel the angels of the mountains, of the trees, of the earth, of the rivers. We feel the familiar exchange. Ja, wir spüren ja Part of- häufig wirklich diese Verwandtschaft eigentlich in unserem Austausch, sei es mit einem Fluss auf dieser Erde oder auch mit anderen Dingen in der Natur. Yeah. Personally speaking, I still think in terms of days and weeks, months and years.
but we're looking at unmeasurable time. Ich selber denke ja häufig immer noch in Tagen und Wochen, Monaten, Jahren, aber eigentlich geht es hier ja um die unmessbare Zeit. Now, this is an attitude, and this attitude is the significance. Und diese Art eben von Haltung, von innerer Haltung ist dann schlussendlich bedeutungsvoll. Okay, so andere Frage. Ja, Christa Sagesser möchte gerne wissen, wie wir besser unsere so ungesunden Emotionen, vor allem Wut, bis zurückhalten können und nicht eigentlich eben in Wut auszubrechen, um andere in unserem Netzwerk zu schützen. Christa Sagesser would like to know how we can better contain our unhealthy emotions, specifically anger, so that we are not outbursting it on others in order to protect the whole network. I was looking at a movie the other day where there was a really bad criminal who was given the opportunity to help to tame a very wild Mustang horse. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film angeschaut, dort war ein wirklich schlimmer Krimineller. Er hat dann die Chance bekommen, einen ganz wilden Mustang zu zähmen. And this was the transference that worked for both of them, for the horse and the criminal. Und das hat dann an beiden gewirkt, sowohl am Mustang wie auch am Kriminellen. And there is a statement somewhere in the New Testament which says, never tire of doing good works. Und dann gibt es auch noch einen Spruch im Neuen Testament, werde es nie müde, gute Taten zu tun. Yeah. Now, anger is a creative energy that is perhaps well justified as well. Wut ist ja eine sehr kreative Energie und sie ist ja häufig wahrscheinlich auch gerechtfertigt. So we need a project. So brauchen wir einfach ein Projekt, Yeah, something to do. etwas, das wir tun können. And if we say, what can I do in my village, in my community? Wenn du dich fragst, was kann ich tun in meiner Gemeinde, dort wo ich lebe, in der Gemeinschaft, in der ich lebe, It may come to which person can I connect with? vielleicht wird es sich herunterbrechen in, mit welcher Person kann ich mich in Verbindung setzen. So Elizabeth encouraged us to have a color table and to work with the color in our community. Elisabeth hat uns ja dazu ermutigt, einen Farbtisch zu haben und mit dem Farbtisch zu arbeiten. So we need a color table or its equivalent. Wir brauchen einen Farbtisch oder etwas Vergleichbares. And so we are concerned for others in very specific ways, and we can link with the spiritual world, asking for help and healing. Und so, dass wir uns mit anderen auf diesem Wege verbinden können und damit auch mit der geistigen Welt verbunden sind. Now, the other side, when there is great anger, is to speak soul to soul. Und eine andere Sache, wenn wir wirklich in großer Wut sind, dass wir von Seele zu Seele sprechen. If you like, if we haven't got an individual, we're doing it to God, but soul to the concept of the Wenn es nicht um irgendeine spezifische Person geht, dann kannst du Gott als Gesprächspartner nehmen, wirklich das Seele zu Seele. But at the human level, our personalities don't allow our communication.
Es ist halt so, als auf der menschlichen Ebene unsere Persönlichkeit häufig kein Gespräch erlaubt. So in meditation, we ask to talk soul to soul, and not to change anything, but to be able to be heard, to express soul to soul. Und so können wir in der Meditation darum bitten, eben von Seele zu Seele zu sprechen. And then we can say exactly what is on our mind. Und dann können wir alles sagen, woran wir denken müssen, was zu sagen ist. Now, sometimes you have to persevere with this. Manchmal muss man da etwas dranbleiben. But on a good day, when we meet that person again, it is in the light of that soul-to-soul talk. Aber an einem guten Tag ist es dann, wenn du diese Person der wieder begegnest, nach diesem Seele-zu-Seele-Gespräch. Yeah. So the expression comes soul to soul. It comes in supporting someone, some project in our community, and so weiter. Ja, also die Hilfe kann kommen, indem eben durch dieses Seele-zu-Seele-Gespräch und indem wir wirklich uns ein Projekt in der Gemeinschaft suchen, in der wir leben. Now, I've been on some workshops where we expressed our anger by punching a pillow. Ich war auch früher an Seminaren, wo wir unsere Wut durchs Schlagen auf ein Kissen Ausdruck gegeben haben. Which is great fun in a group. Und es macht Spaß, wenn wir es in der Gruppe tun. It doesn't cure the situation. It's just a nice time. Meine Erfahrung ist, dass es eigentlich die Situation nicht heilt, aber es macht Spaß. Yeah. And also we have written letters. Wir haben auch Briefe geschrieben. We've written letters to our mother or our father or our partner. Wir haben Briefe geschrieben an unsere Eltern oder an unsere Partner. And then we pray over the letter and we burn it. Und dann sprechen wir ein Gebet über den Brief und verbrennen ihn rituell. And we might have to write lots of letters and have a good ashtray. Ja, und gut möglich, dass wir einige Briefe schreiben müssen und ein gutes Gefäß, worin wir die Briefe verbrennen können. But the world is a mirror. Answers show themselves to us just because we are looking into a mirror of ourselves. Aber die Welt ist ja wie ein Spiegel und so kommen die Antworten zu uns, weil wir in diesen Spiegel schauen. Yeah. Okay. Okay. We had just one sentence from Johann van der Sande, where he invites people to look at the background of his cam, because it's a painting of his mother, where she explains that despite of all kind of energy in her words, God will pick up a spark for continuing life. Amen. Amen. Ja, Johann lädt euch ein, auf seiner Kamera das Bild zu schauen. Es ist ein Gemälde von seiner Mutter, in dem sie so wie erklärt, dass ganz gleich, was vielleicht alles passiert, Gott wird immer irgendeinen Funken wieder entzünden, damit das Leben weitergeht. Okay. So we have jumped into the elements that are challenging us. Ja, wir sind hineingesprungen in die Elemente, die sich am Verwandeln sind. And there's a significance of different points in our life. Und die Bedeutung, die verschiedene Zeitpunkte in unserem Leben vielleicht gerade jetzt wieder haben. And we are within the presence of the immediate. Und wir waren ganz stark in der Gegenwart des Unmittelbaren. Or, as we say, the time release capsule is released. Und jetzt ist diese Zeit abgebende Kapsel als Medikament in die Welt gesetzt. And then we are free to share this in our own special way. Und dann haben wir natürlich die Freiheit, das mit vielen anderen zu teilen, jedes auf seine ganz eigene Art.
I recommend we all forget everything that we have learned and we remember from inside ourselves now. Ich würde euch empfehlen, alles zu vergessen, was ihr jemals gelernt habt und jetzt aus euch heraus zu beginnen zu wirken. Each student becomes their own school. Ja, jeder Schüler, jede Schülerin wird ihre eigene Schule. And so we hold the silence and we say thank you to each other. Und in der Stille wollen wir uns beieinander bedanken für die gemeinsame Zeit. Okay. Thank you very much. Thank you, Christa and Rolf. Vielen Dank an Christa und Rolf. Und everyone. Mhm. Und der Dank gebührt euch allen Ja. fürs Dasein. Okay. Thank you very much, Peter, for your time and this very inspirational, practical way of experience the very moment to me in a very light felt, structured way. Ja. Vielen Dank für diese sehr inspirierende Zeit in der Unmittelbarkeit unserer Präsenz. Ich habe es als sehr strukturiert und gleichzeitig sehr leichte Zeit empfunden. I think it allows everybody to deal with what's up at the very moment, and es wird uns allen erlauben, wirklich mit all dem umzugehen, was jetzt da gerade alles so um uns herum geschieht. So thank you very much to everybody for your contribution. Ich danke euch allen für euren Beitrag. And I know Peter is always very curious about what's the effect of the work, and so I thought just instead of writing an email, you could put a comment on the replay on YouTube so everybody could see it. Und Peter ist ja immer sehr neugierig, was so die Konsequenzen auch von unserer gemeinsamen Zeit ist. Ein Vorschlag, anstelle eines E-Mails zu schreiben, könntet ihr, das Replay wird ja erscheinen als YouTube und dort unterhalb des YouTubes kann man ja auch Kommentare anbringen. Ihr könntet also, und dann ist es auch gleich für alle anderen, die heute auch teilgenommen haben oder es später mal nachhören, ersichtlich. Ja, und es verstärkt diesen Aspekt von Teilen und auch uns gegenseitig unterstützen. Will enforce, our common taking part in each other's lives and also of supporting each other. And I'm sure so we will safely enter a new season. Und so bin ich sicher, können wir in Sicherheit in eine neue Jahreszeit eintreten. Okay, so until we meet again upstairs tonight. Bis wir uns heute Abend oben Okay. wiedersehen. Looking forward to. Freue mich schon. Okay. Danke euch allen. Einen ganz Thank schönen you. Abend. Enjoy your evening.